Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ab heute ist es endlich soweit. Ihr könnt offiziell den neuen Filterhalter, das neue Flaggschiff von der Firma Case, käuflich erwerben. Es hat den Namen Amor bekommen und hat auch sonst außer dem neuen Namen einige tolle neue Eigenschaften, die wir uns zusammen in diesem Video jetzt mal anschauen. Da ist er, ihr Lieben, der neue Filterhalter, das neue Filterhaltersystem von Case. Es hat den Namen Amor bekommen. Nicht, wie viele ja schon vermutet haben, heißt das neue jetzt K10, quasi als Nachfolger vom K9. Ich hatte ja bereits nicht nur einen Prototypen zum Testen, sondern auch eine finale Version in der Auslieferung, so wie ich sie jetzt hier habe, als Entry-Level-Kit. Ich hatte ja schon das ein oder andere Foto auch mal bei Instagram schon mal so ein bisschen angeteasert. Und da kam natürlich eine Frage immer wieder, tja, Rico, ich habe mir ja doch jetzt gerade den K9 gekauft, den hast du doch vorgestellt, du hast gesagt, das ist der Filterhalter schlechthin und jetzt kommst du hier mit was Neuem um die Ecke. Aber genau am Namen erkennt ihr, wohin die Reise geht. Es ist nämlich nicht der Nachfolger vom K9. Der K9 wird weiterhin im Programm bleiben. Das bleibt weiterhin ein Top-Filterhalter. Müsst ihr keine Sorgen machen, wenn ihr euch den K9 jetzt vor kurzem gekauft habt, dass ihr sagt, Mensch, war das jetzt ein Fehlkauf. Jetzt kommt ja was Neues bzw. ein Nachfolger. Es ist nicht der Nachfolger, es ist im Grunde ein anderes System. Es ist nicht nur ein anderes System, es ist quasi ja so jetzt das Flaggschiff von Case. Das Ganze, wie gesagt, konnte ich schon ausgiebig testen und ich habe mir jetzt für euch hier mal ein Entry-Level-Set herausgesucht, das ich tatsächlich für den Einstieg gut empfehlen würde. Denn wir haben alles drin, was ich zum Beispiel auch immer empfehle. Wir haben ein CPL drin, wir haben ein ND drin und wir haben einen GND-Filter mit drin. Das Ganze kommt hier in dieser neu designten Box. Ihr seht, das Design ist auch neu, sonst hatten wir ja immer weiße Gold, jetzt haben wir schwarz-rot hier. Wir packen es jetzt mal aus und dann erkläre ich euch mal, was ist neu und vor allem, was gibt es zum Beispiel hier im Entry-Level-Set. Wenn wir das Ganze aufmachen, das ist noch ein bisschen spannender, ne? Wir können das so zur Seite rausziehen. Dann seht ihr schon, dann ist im Set drin eine Filtertasche. Und die finde ich ziemlich gut, denn in dieser Tasche selber ist alles verstaut, was jetzt hier im Entry-Level-Kit drin ist. Die Tasche selbst hat sich auch vom Design noch mal ein bisschen gemacht. Ne, ihr seht, ich mache den mal beiseite. Ihr seht, wir haben jetzt eine braune Tasche. Design finde ich gut. Es ist ein gutes Outdoor-Design. Sie ist schmutz- und wasserabweisend. Perfekt. Das Ganze hinten mit dem Klettverschluss könnt ihr am Stativbein wieder befestigen. Es gibt noch einen Tragegurt dazu. Ja, der ist separat hier mit drin. Den könnt ihr mit Clipsen hier festmachen. Könnt euch das Ganze zum Beispiel auch über die Schulter hängen. Zusätzlich haben wir ein paar Gimmicks, die noch drin sind. Ja, hier in Rot im Video, in dem einen Video Rakotsbrücke, in dem ich ja den Filter schon so ganz kurz angeteasert hatte, haben viele gesagt, wer hat sich denn diese pinke Kappe einfallen lassen? Ihr Lieben, das ist nicht pink, das ist tatsächlich rot. Es ist ein schönes, kräftiges Rot. Das ist eine Objektivkappe, da kommen wir aber später dazu. Dann haben wir drin im Lieferumfang, das Ganze liegt ein bisschen einzeln. Wir haben zwei Grundringe, denn die braucht ihr weiterhin, um einen Filterhalter natürlich das Eckige ins Runde zu bekommen, um das natürlich auf eurem Objektiv zu befestigen. Magnetisch das Ganze, einmal 82 mm, einmal 77 mm. 77, na, gleich habe ich es vertauscht, 82, 77. 77 brauchen wir gleich, deswegen lasse ich den draußen. Zusätzlich im Set sind nochmal zwei Step-Down-Ringe, um das Ganze nochmal entsprechend zu reduzieren und an möglichst viele Objektive natürlich anzupassen und an vielen Objektiven verwenden zu können. All das ist schon mal drin. Und es gibt, ihr Lieben, einen Schraubenzieher, einen Schraubendreher. Schraubendreher ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Wofür wir den brauchen, ja, sehr hochwertig im Übrigen, zeige ich euch gleich. Kommen wir zum Herzstück. Ihr Lieben, der neue Filterhalter. In der Tasche drin ist schon alles fertig für euch verpackt. Es ist drin der neue Filterhalter, der Amor. Ja, sieht erstmal dem alten gar nicht so unähnlich aus. Was mir natürlich gleich auffällt, ist, die Einschübe hier vorne fehlen. Ja, die klassischen Schienen, Filterschienen fehlen hier komplett. Warum? Da kommen wir gleich zu. Ansonsten komplett aus Metall gearbeitet, sehr, sehr hochwertig. Ja, wie von Case gewohnt, hätte ich auch tatsächlich nichts anderes erwartet. Und dann haben wir im Entry-Level-Set drinne
einen CPL-Filter. Auch der ist in der Tasche hier verstaut. Was mir gleich aufgefallen ist, beim ersten Mal, er ist größer. Und zwar ist er noch mal größer als der schon im K9. Im K9 hatten wir 92 mm und jetzt haben wir 95 mm Durchmesser. Das heißt noch mal größer und damit noch besser geeignet für weitwinklige Objektive. Case sagt selbst bis 14 mm, keine Vignettierung, kein Problem durch den sehr, sehr großen CPL-Filter. Auch den legen wir erstmal zur Seite. Und dann ist ein ND-Filter mit bei. Wo ist er? Da ist er. Und zwar ist ein runder ND-Filter mit bei. Ein runder ND-Filter, auch magnetisch, macht Sinn, zeige ich euch auch gleich warum. Und das ist tatsächlich auch einer der neuen Innovationen, die mir sehr, sehr gut an diesem Filterhalter-Set gefällt. Und dann haben wir im Entry-Level-Set einen GND-Filter. Und zwar einen soften 09er, softer Übergang, ein softer 09er GND-Filter als Rechteckfilter. 100 x 150. Und was euch auffällt, es ist nicht nur der Filter, sondern der steckt in einem Rahmen, und zwar einem magnetischen Rahmen. Der magnetische Rahmen ist nämlich das neue System. Wir haben im Halter selber jetzt nichts mehr, was wir stecken, was wir schrauben müssen, sondern es ist alles magnetisch. Und ich kann euch sagen, ihr seid damit nochmal eine ganze Ecke schneller und es ist nochmal eine ganze Ecke komfortabler, jetzt hier den Filter zu nutzen. Mit dem Set ist noch ein zweiter Filterrahmen. Ich habe in den zweiten Filterrahmen jetzt bereits einen zweiten Filter eingebaut. Es ist aber im Entry-Level-Set nur ein Filter dabei. Dafür habt ihr aber zwei Filterrahmen. Deshalb lassen wir den erstmal weg. Den brauchen wir gleich, damit ich euch was demonstrieren kann. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Natürlich müssen wir den Filterhalter aufs Objektiv bringen. Dafür nehmen wir den magnetischen Grundadapter. Auch der hat auf der Rückseite natürlich ein Schraubgewinde. Wir müssen es ja in irgendeiner Form auf unser Objektiv bringen. Objektiv hat ein Schraubgewinde, also muss dieser Grundhalter auch ein Schraubgewinde haben. Beim Vorgängermodell, beim K9, war es ja dann noch so, dass du an der Seite hier das aufschrauben musstest und dann konntest du den Grundhalter entnehmen. So, das Ganze wieder einsetzen. Das ging ja schon schnell. Hier wieder zudrehen, fertig. Magnetisch, ihr Lieben. Und zwar, passt mal auf, die Installation, die geht denkbar einfach. Und zwar Grundhalter, Filterhalter, drauf. Das war's. Das Ganze voll magnetisch. Nichts mehr schrauben, nichts mehr klicken, überhaupt gar nichts mehr. Das hält tatsächlich sehr, sehr gut. Ich war auch erst ein bisschen skeptisch, als ich es mir angesehen habe, aber das ist so knackbombefest. Mega. Wir haben hier oben nochmal eine Verriegelung, eine zusätzliche. Aus meiner Sicht müsste die nicht sein, weil der Magnetismus hier drauf, der ist wirklich so gut. Kein Problem. Wir können die Verriegelung hier hochziehen und dann können wir das Ganze magnetisch abnehmen. Ich zeige euch das mal von der Installation. Ich habe jetzt hier meinen 77er Grundring, den schraube ich jetzt hier auf mein Tamron Objektiv. Und wenn wir den aufgeschraubt haben, dann sind wir fertig. Ihr könnt jetzt in diesem Filterhalter, der magnetisch ist, ich zeige es euch nochmal, zack, Installation beendet. Ja, den nehmen wir nochmal runter. Ist schon nett so. Ne? In diesem Filterhalter hat sich Case jetzt noch ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar haben sie es geschafft, den Aufbau tatsächlich nochmal zu reduzieren. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe euch ja gesagt, es ist ein CPL-Filter mit bei und es ist ein ND-Filter mit bei. Der Grundfilterhalter, in den könnt ihr auf beiden Seiten magnetisch einen Rundfilter installieren. Das heißt, du sagst ja zum Beispiel, so würde ich es machen, auf der Innenseite montiere ich meinen CPL. Das Ganze magnetisch, ganz flach, ihr seht es hier, ganz, ganz flach. System eindrehen, klar, ich muss ja in CPL irgendwie eindrehen, ist das gleiche geblieben wie beim K9. Das heißt, hier seitlich habe ich mein Drehrad, da drehe ich dran, dann dreht sich der CPL hier drin. Zusätzlich kann ich jetzt auf der Vorderseite, wenn ich das möchte, einen ND-Filter, den es auch hier als Rundfilter magnetisch gibt, auch nochmal einklicken. Das Ganze gibt es als ND8, ND64 und ND1000. Ich habe hier einen ND64. So, und den können wir jetzt hier ganz einfach hier vorne ebenfalls magnetisch. Ja, wir brauchen ihn ja nur reinfallen lassen, dann hält das Ganze. Seht ihr, hält super. Wir haben hier kleine Eingriffsmulden, da gehe ich rein und hole den mal ganz einfach wieder raus. Kein Schrauben, kein Verhaken, sonstiges. Installation, ND-Filter, fertig. Und auf der Rückseite, ND-Filter, auf der Rückseite CPL-Filter. Das Ganze klicke ich jetzt hier auf meinen Grundhalter, fertig. Das war's. Kein Anschrauben, kein Festschrauben, kein jenes. Damit ist das fertig. Ich habe jetzt schon ND64 drin und ein CPL.
Nett, oder? So, damit kann ich natürlich jetzt schon fotografieren. CPL einstellen, ganz einfach. Ihr dreht hier am Rad, vielleicht seht ihr es hier. Dann dreht sich natürlich der ND-Filter mit, was ja in dem Fall keine Auswirkungen hat aufs Bild, aber eben auch der CPL-Filter. Damit könnt ihr das Ganze eindrehen. Und jetzt kommen wir natürlich zur größten Neuerung, wie ich finde, und zwar den magnetischen GND-Filterplatten. Die Platte an sich ist jetzt nicht magnetisch. Ihr könnt auch alle Filterplatten 100, 150, 100 mal 100, da gibt es einen anderen Käfig für, also einen anderen Rahmen für, könnt ihr weiter nutzen. Ja, auch eine Frage, die mir natürlich gestellt wurde, wie sieht es denn jetzt aus mit den Filtern? Jetzt habe ich alle Filter, jetzt kann ich die wegwerfen, weil es gibt ein neues System. Nein, ihr könnt natürlich alle Filter, nicht nur von Case, die 100 mal 150 sind, könnt ihr hier reinpacken in diesen Käfig. Dafür brauchen wir nämlich diesen kleinen Schraubendreher. Und wir können nämlich hier an der Seite ganz einfach das Ganze aufdrehen. Ich zeige es euch mal, muss man nicht ganz aufmachen. Ja, wir drehen die hier auf und dann können wir unsere Filterplatte, die eigentliche Filterplatte, entsprechend austauschen. Ja, wir ziehen das Ganze hier hoch und zack, seht ihr, da ist er. Das ist mein normaler Case-Filter, den ich normal auch habe. Das heißt, könnt ihr jederzeit austauschen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, am Anfang, ich möchte noch nicht so viel Rahmen haben oder mir so viel Rahmen dazu kaufen, dann könnt ihr das Ganze ganz einfach austauschen. So, wieder installiert. Ja, das Gleiche in rückwärts. Das heißt, ich packe das hier ein. Ihr seht auch Installation ganz einfach. Ja, das Ganze wieder zugeschraubt. Zack. Und hier zweite Schraube auch wieder zu. So. Und fertig ist es. Fertig ist die Installation meines GND-Filters im magnetischen Grundrahmen. Ja, das heißt, austauschen überhaupt kein Problem. Vorteil des Rahmens, nicht nur, dass er natürlich die Installation einfacher macht, sondern wenn ihr so eine Platte mal irgendwie rauszieht von irgendwo aus der Tasche etc., ist das natürlich einfacher, denn ihr fasst hier natürlich nicht mehr aufs Glas rauf. Ist ein Riesenvorteil. Ja, das Ganze wird nicht mehr schmutzig. Perfekt gelöst. So, wie erfolgt jetzt die Installation? Ihr seht, wir haben hier an der Seite so zwei ganz kleine Führungsschienen. Ja, das heißt, wir können jetzt entsprechend unser GND-Filter hier vorne draufpacken. Und dann ist der auch fest. Zusätzlich, ihr seht, hier ist so eine kleine Schraube. Man könnte das Ganze arretieren. Ich habe ihn ja jetzt sehr oft im Einsatz gehabt. Ich habe ihn da nicht einmal arretiert, weil das einfach, das ist fest genug, um den auch hier abzunehmen. Ja, seht ihr? Ganz einfach. Reinklicken, rausklicken, hochschieben, runterschieben, hält super. Das hält auch richtig bombenfest, das Ganze. Perfekt gelöst. Jetzt können wir den natürlich auch einstellen, auch seitlich einstellen. Ja, der Magnetismus, der ja quasi mein Grundfilterhalter auf meinem Objektiv hält, ist ja auch magnetisch. Und auch das können wir ganz einfach drehen. Und da bedarf es keine Arretierungsschraube diesmal. Und das finde ich mega. Das war ja beim K9 auch noch so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich drehe jetzt hier diese Befestigungsschraube, schraube ich auf, drehe mir das ein, drehe es wieder zu. Ansonsten hätte der sich ja auch gedreht. Durch die magnetische Verbindung, Grundhalter, eigentlicher Filterhalter, entfällt das. Ja, du brauchst hier nichts arretieren, das ist auch fest. Ja, da könnt ihr hier auch wackeln, da fällt nichts hoch, nichts runter. Perfekt gelöst. Ja, und ihr könnt es so einstellen, wie ihr das benötigt. Es passen hier vorne drauf 2 Einschubfilter. Das heißt 2 Rechteckfilter, zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch einen GND-Filter haben möchtet. Das Ganze zeige ich euch auch mal. Auch das war eine Frage, denn viele haben gesagt, ja, jetzt passt wahrscheinlich nur noch eine Filterplatte hier vorne drauf. Nein, es passt natürlich eine zweite drauf. Und auch die, ja, ihr seht das hier, so stoßen sie sich natürlich magnetisch ab. Auch die passt hier vorne drauf. Dafür haben wir nämlich diese ganz kleinen Nasen hier an der Seite, die so eine kleine Führung natürlich darstellen. Das muss irgendwie sein, irgendwo muss es ja drinnen laufen. Und dann können wir hier auch unabhängig voneinander, seht ihr hier, hinterer, vorderer, kann man jetzt, wenn man zum Beispiel 2 ND-Filter, GND-Filter, in dem Fall ja GND-Filter, kombinieren möchte, zum Beispiel ja, einen soften plus nochmal einen Center oder irgendwie, weil die Lichtsituation doch nicht so passt, kannst du 2 entsprechende Rechteckfilter hier übereinander packen. Ja, das Ganze, man könnte das hier arretieren, könnte es hier festschrauben, ja, dann ist es tatsächlich ganz fest. Ich habe es in der praktischen Anwendung tatsächlich die Schraube hier mal aufgelassen. Die kann auch nicht abfallen, die dreht sich nicht alleine raus. Ist gut überlegt, da ist ein Stopper dran, passiert nichts. So, und dann könnt ihr entsprechend, ja, wie ihr das möchtet, diese Platten hin und her und einschieben. Das ist schon ziemlich nett, ne? Und zusätzlich kann man jetzt natürlich platzsparend Rundfilter verwenden. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ich sage, ich habe jetzt einen ND-Filter als Rechteckfilter, kann man das kombinieren. Ja? Dann gehen allerdings nur 2. Rechteckfilter passen nur noch 2, aber ich habe natürlich einen wesentlich geringeren Aufbau. Denn ich habe nur noch diese beiden Filter und hier kann ich dann den ND-Filter drin nutzen. Wenn ich jetzt sage, ND-Filter brauche ich nicht, ja, dann nimmst du ihn hier magnetisch ganz einfach raus. Und das ist tatsächlich das Tolle, ne? Magnetisch, du musst nicht schrauben und dann kannst du hier
ganz einfach deine Filterplatte wieder einsetzen. Na, hast du jetzt nur ein CPL und den GND-Filter. Anwendung? Du bist tatsächlich wesentlich schneller in der Anwendung. Muss ich sagen, es ist auch so, dass du beim Einschub in die Schienen nicht mehr Gefahr läufst, dass du jetzt irgendwie vielleicht doch mal was verkantest. Ja, ich habe es ja in den Workshops gesehen, dass manche dann das schief einschieben. Da muss man eben auch aufpassen, wenn eine Filterplatte halt ein bisschen schief und verkannt ist, wird es schwierig. Dann passt das nicht so richtig und. Hier überhaupt kein Problem. Es gibt auch, was mir gleich aufgefallen ist, hier keine Dichtung mehr. Macht ja auch gar keinen Sinn mehr, denn der eigentliche ND-Filter, der sitzt ja tatsächlich so lichtdicht dann hier drinne, brauchst du keine Dichtung mehr hier außen. Das heißt, Moosgummi, vielleicht irgendwie abgegangen, keine Ahnung, verkantet, hat sich gelöst oder was auch immer, auch das Geschichte. Gibt's nicht mehr, ne? Dank der neuen Konstruktion. Tja, ihr Lieben, ich muss sagen, ist schon nett, ne? Es ist schon nett, da haben sie tatsächlich nochmal eine riesen Schippe oben drauf gepackt, auch vom Handling her, ne? Von der Ausstattung, vom Handling. Ihr seht es, magnetisch, ne? Eine Seite stößt es sich ab, man kann es also auch nicht verkehrt rum draufpacken. Drinne und fertig. Und zusätzlich noch ein GND-Filter, also ein Verlaufsfilter. Ne? Den kann man entweder von oben einschieben, seht ihr es, oder direkt von vorne so einklipsen, das geht auch. Dafür muss hier natürlich die Arretierung dann ganz offen sein. Tolle Geschichte. Vor allem jetzt CPL einstellen, wie gewohnt, ne, hier an der Seite mit dem kleinen Einstellrad. Schon ganz schön was gucken lassen, ihr Lieben, muss ich euch sagen. Zum Schluss nochmal, wollte ich euch noch mal zeigen, hier der Abdeckkappe ist natürlich die Frage, wie ist es denn jetzt? Und das zeige ich euch mal. Ja, jetzt ist das ganze System runtergenommen. Die Arretierung, die muss man einmal hier nach oben schieben, dann kann man das Ganze runternehmen. Und jetzt wäre ja die Frage, ja, wie packe ich das denn jetzt in meinen Kamerarucksack? Meine Original-Abdeckkappe passt natürlich nicht mehr. Dafür hat Case jetzt hier die rote mit draufgepackt. Zack, fertig. Objektiv geschützt. Wenn ihr es runternehmen wollt, nehmt ihr es ganz einfach runter, die Objektivkappe, und dann packt ihr wieder euren magnetischen, das finde ich ja mega, ne? Euren magnetischen Filterhalter hier rauf. Tatsächlich eine coole Geschichte. Gut ist, dass eine Tasche mit bei ist, denn ihr Lieben, es gibt einen klitzekleinen Nachteil, einen ganz klitzekleinen. Mit dem Rahmen passen diese Filter nicht mehr in meine Low-Pro-Tasche, denn die ist tatsächlich so knapp bemessen, dass dort nur die 100×150er Filter reinpassen. Aber wenn ihr euch das Set bestellt, ist ja ohnehin die Tasche hier mit bei. Ja, die ist auch gut durchdacht. Ihr habt hier hinten Fächer für große, also 100×150er Filter drin, und die zwei Fächer hier vorne sind tatsächlich ein bisschen kürzer gestaltet. Ich zeige euch das mal. Wir nehmen mal den ND hier nochmal raus. Auch das seht ihr ganz einfach. Und zwar sind die Taschen so, dass die nicht so tief sind. Das heißt, ich kann hier gleich reingreifen, hier oben, seht ihr? Ja, hinten die Tasche, die ist wesentlich tiefer. Hier passt meine ganze Hand rein. Und hier vorne ist es begrenzt. Ne? Passt also perfekt für die Rundfilter, dass ihr da nicht so tief reingreifen müsst, irgendwie die ganzen angrabbelt. Tolle Geschichte von Case, muss ich sagen. Ihr seht, Handling nochmal verbessert im Gegensatz zum K9. Aber ich kann es an dieser Stelle auch nur sagen, liebe Leute, wer sich von euch schon den K9 gekauft hat, das ist ein super Filterhalter, der bleibt auch ein super Filterhalter. Hier hat man eben halt nochmal ein bisschen mehr Innovation in ein neues Produkt gesetzt. So muss man es ganz klar sagen. Habt ihr den K9, seid ihr tatsächlich gut bedient, und ihr könnt natürlich die Filterplatten, die 100×150, wenn ihr die schon von Case habt, dann könnt ihr die weiter nutzen. Das ist das Gute. Die Rahmen im Übrigen, die magnetischen Rahmen, die gibt es auch weiterhin einzeln zu kaufen. Das heißt, ihr könnt dann ein entsprechendes Upgrade machen, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe jetzt 3, 4, 5 Filterplatten, kauft ihr euch entsprechende Rahmen, die gibt es im Dreier-Set, im Zweier-Set, dann könnt ihr die hier installieren. Ihr habt es gesehen, die passen natürlich auch dann entsprechend von denen, die ihr schon habt, könnt ihr hier prima benutzen. Tolles System. Über die optische Leistung brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Das ist ja Case gewohnt, deswegen habe ich da jetzt auch hier keine Beispielbilder noch gemacht. Ich hatte ihn ja schon mit in der Schweiz, und in anderen Fotowalks konnte ich das Ganze testen. Also gerade auch zu den Filtern von Case brauchen wir ja nicht sagen. GND-Filter habe ich euch ja schon zu Genüge in meinen Videos vorgestellt. Was nicht geht, ihr könnt nicht den runden CPL-Filter am neuen Filterhalter verwenden, weil er kleiner ist. Hier hat man ja nochmal von der Größe ein bisschen was draufgepackt, um eben bis 14 mm, sagt Case selber, bis 14 mm keine Vignettierung im Bild zu haben. Ich konnte es noch nicht testen. Ich werde jetzt 14 mm mal gucken, dass ich das vielleicht an einem Canon-Objektiv 1435, 1535 mal ausgiebig noch testen werde. Aber auch dazu gibt es dann nochmal ein entsprechendes Video. Das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Vorstellung des neuen Amor-Filterhalters von der Firma Case. Ich finde ihn tatsächlich genial. Er ist noch einfacher, noch schneller in der Handhabung, wenn er doch mal eben nicht lange popeln muss oder einen Filter nicht verkanten muss oder irgendwas. Tja, ihr Lieben, magnetisch, was willst du mehr? Ne? Funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Finde ich eine coole Geschichte.
Ja, ihr Lieben, vielleicht überlegt ihr ja, euch den zu kaufen. Dann schreibt mir doch mal eure Gedanken zu dem neuen Filterhalter, zu dem Armor von Case unten in die Videokommentare. Und vielleicht hast du ja den K9 und sagst, ja, der ist schon schön, aber jetzt brauche ich doch den Armor. All das, eure Gedanken dazu, zu dem neuen Produkt von Case, dem Armor inklusive Tasche. Wie gesagt, das Ganze gibt es im Entry-Level-Set. Schreibt mir unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch die Vorstellung des neuen Filterhalters von Case gefallen hat und ihr werdet ihn in den kommenden Videos immer wieder sehen, dann lasst mir für das Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch jetzt gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.